Wintercamping ist vorbei. Aber die Sonne lacht. Mein Name ist Maria. Und ich bin Marco. Wir hatten jetzt einen stressigen Winter. Der Wohnwagen hat einiges mitgemacht. Wir haben unseren Wohnwagen das erste Mal auf Herz und Nieren getestet im Winter. Jetzt müssen wir doch das ein oder andere Upgrade machen. Und vor allem müssen wir ihn von Grund auf mal wieder richtig säubern. Und dann haben wir noch eine Ankündigung für euch, denn unser neues Abenteuer bzw. das Ziel steht fest. Italien. Und warum, weshalb, wieso, das erklären wir euch später. Da unsere Leiter nie ganz so hoch ist und ich auf den Wohnwagen draufklettern kann, werde ich es jetzt von hier drin machen. Das Dachfenster ist zum Glück sehr weit aufzumachen und kann jetzt die Reinigung starten. Wir haben das erste Mal jetzt einen Fahrzeugreiniger gekauft, einen Spezialreiniger für Wohnwagen. Das Verhältnis ist zu 10 bis 1:30. Außerdem habe ich jetzt noch so eine Waschbürste gekauft, auch von Berger, dass wir die jetzt mal da haben und zur Not auch anschließen können. Das ist eine ultra krasse Bürste. Hier hast du noch so einen Aufsatz mit dabei. Ich glaube, ich nehme erstmal die. Jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Übrigens habe ich hier so einen Schmutzradierer. Der Schmutzradierer ist eigentlich, wow, das ist der Schwammtipp überhaupt. Der nimmt einfach jeden Schmutz, ob Verfärbungen von Türrahmen, von Fensterrahmen oder eben halt von Wohnwagen auch weg. Gehen einfach weg. Ohne, dass man sich anstrengen muss. Kann ich nur empfehlen. Guckt euch mal den Schmutz an. Der nimmt echt alles mit. Der Schmutzradierer. Übrigens wurde uns gesagt, dass bei diesem Reiniger man extrem aufpassen muss, dass man diese Acrylfenster damit nicht reinigt, weil das sonst beschädigt wirkt nach einer Zeit. Und da gibt es ja extra Spezialreiniger, den werden wir auch noch anwenden. Ist gar nicht so einfach, so einen riesen Wohnwagen zu schrubben auf dem Dach. Aber es ist mir auf jeden Fall lieber, als wenn ich ganz auf dem Dach stehe. Da habe ich hier so ein bisschen meinen Rausfall-Unfallschutz tatsächlich. Und die Leiter steht auch die Leiter steht auch sehr fest unten im Wohnwagen. Da ich ja sowieso gerade ein kleiner Höhenangst-Experte bin, ist das ganz cool, wenn ich hier eine kleine Sicherung habe. Das ist übrigens von Sonax, dieser Caravan Acryl-Glasreiniger. Den nehmen wir jetzt tatsächlich das erste Mal. Ich finde, der macht richtig schön sauber. So geglänzt hat unser Wohnwagen noch nie. Kennt ihr das bei Instagram, wenn ihr diesen Filter aktivieren könnt, wenn diese ganzen kleinen Blinksternchen dort auf dem Bild erscheinen? Genauso sah das jetzt gerade aus, als der Marco runtergefahren ist mit dem Wohnwagen. Überall hat es geglänzt und geblitzt.
Wahnsinn. Aber es ist ein Haufen Arbeit, ey. Krasse Leistung. Das war mal ein Akt, ey. Zwischen den zwei hier durch. War aber nur möglich durch deine grandiose Zeichensprache. Nee. War wirklich gut diesmal. Ich sitze jetzt im Wohnwagen und der Marco movert gerade den Wohnwagen. Das ist cool. Das ist wie wenn ich in so einem elektrischen Auto sitzen würde, was von alleine fährt. Genauso stelle ich mir das gerade vor. Ich habe jetzt hier solche Boxen besorgt. Einmal das und einmal das, weil wir hier unten unseren Werkzeugschrank haben und der sieht einfach Katastrophe aus. Außerdem machen wir uns gerade hier alles kaputt. Das Ganze zerkratzt gerade. Und deswegen haben wir jetzt für die langen Schrauben, die wir für unser Vorzelt nehmen, zum Verankern, habe ich eine Kiste bei Teddy geholt. Da können wir die Schrauben reintun und das andere Werkzeug tun wir da rein. Jetzt geht es weiter, indem wir jetzt diese Kiste befüllen mit dem ganzen Werkzeug, was wir haben. Mal gucken, wie wir das am besten anordnen. Übrigens haben wir so eine Wildkamera, die wollen wir definitiv auch mal befestigen, um zu gucken, was für ein Wild bei uns um den Campingplatz rumschwirrt. Wir hatten im Wintercamping nämlich schon mal Fußtapsen vom Wohnwagen von vorne bis über den Wohnwagen hinten. Also das kann, keine Ahnung, was das war. Die Boxen habe ich übrigens auch bei Teddy geholt. Die sind ganz einfach und günstig und passt super rein. Wir haben natürlich noch keinen Sauger hier und wir wollen gern so einen Akku-Handsauger haben. Ich habe verschiedene gesehen von Einhell, von anderen Firmen und ich möchte wirklich einen, der Power hat und der auch gleich solche Aufsätze drauf hat, dass man hier mal durchsaugen kann. Außerdem gibt es ja bestimmt auch Akku-Handsauger, die auf 12 Volt Basis funktionieren. Jetzt die Frage an euch, was habt ihr für einen Sauger oder was nehmt ihr für einen Sauger? Weil so ein Wohnwagen muss natürlich auch ab und zu aussaugen. Wir müssen generell mal die ganzen Sitze runternehmen und mal all die ganzen Spinnweben und die ganzen Staubpartikel einfach mal wegsaugen. Und das hätte ich jetzt eigentlich auch hier für diese Serviceklappe gebraucht, aber ich habe noch keinen und ich brauche einen. Gebt gerne mal Bescheid, was ihr habt und was ihr empfehlen würdet. Und aber wirklich von der Akkuleistung, dass der auch ein bisschen hält. Preis ist egal, vielleicht, meine Devise ist, lieber gleich richtig kaufen, als ein paar Mal günstig kaufen. Passt ja perfekt rein, die Werkzeugkiste. So, jetzt haben wir unsere Mover-Fernbedienung hier und wir werden die nie einfach wieder so reinschmeißen, weil die nervt uns ein bisschen, wenn wir die hier so reinschmeißen. Und wir werden die jetzt mit einem Magneten innen drinne hier befestigen. So, das heißt, wir haben uns so ein Powermagnet geholt mit Gegenstück. Die machen wir hier an die Fernbedienung dran und dann ist die aufgeräumt. Und dann haben wir ja so einen Grauwassertank, einen älteren von Fiamma. Und da ist mir beim letzten Auffüllen ist mir hinten dieser Ablassdeckel abhanden gekommen. Jetzt habe ich nachgefragt bei der Firma auf der Webseite. Boah, da gibt's, die wollen für so ein Teil fast 30 Euro haben. Haben wir bei Berger nachgefragt, weil die wollen das ja auch original dann in Kunststoff haben. Ebenfalls so bist du bei knapp 20 Euro. Also sind wir halt im Baumarkt gegangen. Und da gibt es ganz normal im Turmbaumarkt, haben wir das her, eine Messingkappe, so eine Endkappe. Und die tut's auch.
Und man sieht, die passt wirklich absolut perfekt. Was ich jetzt aber vergessen habe, ich habe noch zu Hause Teflonband. Und ich denke, wenn wir das nächste Mal campen gehen, dann wickel ich hier um das Gewinde noch ein bisschen Teflon, damit es wirklich 100%ig dicht ist. Dann haben wir hier so einen Gaswarnmelder, der die ganze Zeit hier oben angebracht war. Wir haben ja dazu massig Kommentare damals bekommen, dass wir das nach unten hängen sollen. Ja, das waren nie wir, das war der Vorgänger. Keine Ahnung, warum der das hier oben angebracht hat. Jetzt sind wir halt nochmal in den Baumarkt gegangen und haben uns das hier geholt, diese Gegenplatte. Und die werden wir jetzt im Eingangsbereich hier unten befestigen. In den Serviceklappen hier unten sieht man ja hier unten, dass das immer Luftabzüge hat. Der Grund dafür ist einfach das Gas. Denn Propan ist schwerer als Sauerstoff und das Gas muss irgendwo hin. Falls hier irgendwie irgendwas undicht ist, falls hier irgendwie eine Verbindung oder so leicht Gas lässt, dann muss das Gas nach unten weg. Gott sei Dank ist unser Wohnwagen autark. Ich könnte es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Tatsächlich haben wir am Anfang gar nicht darauf geachtet. Das ist ja auch unser erster Wohnwagen, ne? Und den haben wir ja gebraucht gekauft. 6 Jahre war der alt und top in Schuss. Und auf unserem Stellplatz haben wir leider keinen Strom. So, und weil die Schützen immer so mega laut sind, sprühen wir die einfach auch ein bisschen mit WD-40 ein. Ich habe ja schon erzählt von dem Schmutzradierer, der ja wirklich alles sauber macht, ne? Also die Verfärbungen, Schuhe, Verfärbungen, was auch immer. Jetzt habe ich aber im Gaskochfeld diesen Schmutz. So, ich will das ja auch nicht beschädigen. Ich habe das jetzt mit dem Schmutzradierer hier tatsächlich probiert. Es geht auch ein bisschen weg, wie man sieht. Die Seite sieht schon schlimmer aus als die hier. Ihr könnt mir ja mal empfehlen, was ihr da verwendet, um das zu säubern. Gibt es ein bestimmtes Reinigungsmittel? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, vielleicht Backspray. Aber das wäre einfach mal ein Tipp, den ihr mal bitte unten in die Kommentare schreiben könnt. Was kann ich verwenden, um diese verbrannten Sachen zu reinigen? Ich meine, so viel brauche ich ja nie. Dieses Backspray ist ja meistens so riesengroß. Das verwende ich ja niemals. Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit, das zu reinigen. Meistens, ich weiß nicht, Zitronensäure, ob das funktioniert. Ich frage zwar immer gerne die KI, aber ich glaube, ihr habt schon mehr Erfahrungen als die KI. Ich glaube, die KI hat noch keinen Wohnwagen geputzt im echten Leben. Obwohl die KI mir jeden Tag wirklich hilft in verschiedenen Fragen und Antwortspielen. Und trotzdem, ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, was ich für diese Reinigung nehmen kann, damit das einfach wieder richtig schön glänzt. Und wir haben hier einige Mechaniken bei eigentlich all unseren 3 Fenstern, die hier echt mega schwer gehen. Und da nehme ich jetzt mal Silikonspray und hoffe, dass es sich ein bisschen verbessert. Ja, geht tatsächlich etwas leichter. Warum Silikonspray? Es gibt einige Arten von Kunststoffen, die auf WD-40 und andere Sprays einfach nicht so gut darauf reagieren, wo der Kunststoff dann ausquellen kann. Und das passiert bei Silikonspray nicht. Das ist ein krasser Unterschied. Vorher ging es richtig schwer, jetzt kann ich es mit dem kleinen Finger machen. Jetzt ist es ja wieder so weit, dass wir im Wohnwagen die Lebensmittel lagern können. Als so ein Frost war, konnten wir die Lebensmittel einfach hier nicht mehr lagern. Ich glaube, Frühling und Herbst ist das perfekte Wetter für Lebensmittel. Im Sommer wird es auch kritisch bei 40 Grad hier im Wohnwagen. Ich habe jetzt mitgebracht für die ganz schnelle Küche Schinkenspeckwürfel, die Schupfnudeln, Sauerkraut. Das ist so das typische Essen auf dem
Frühlings- oder Weihnachtsmarkt, was ich immer gern gegessen habe, aber es ist halt schweineteuer und deswegen machen wir das einmal alles schön selbst jetzt. Dann Schmand, ein paar Zwiebeln von zu Hause. Wir hatten ja in der Vergangenheit ein paar Problemchen mit Tankstellen. Deswegen haben wir uns bei Amazon so einen einfachen Akkukompressor geholt. Impflin, noch nie gehört. Aber schauen wir mal, ob das funktioniert. Geladen ist er. Einfach nur hier den Adapterschlauch reinstecken. Der hat hier einen eingebauten Luftdruck drin und er hat hier Modi für Motorrad, für Bälle, für Fahrräder, für Autos. Heute nervt mich der Marco wirklich extrem. Marco, ich koche hier, ich spreche mit euch und im Hintergrund machst du dieses Ding an. Ich zeige meinen neuen Akku. Nee, aber Kompressor. ich rede jetzt über wichtige Themen wie über das Geschirr, sorry. Ja, die Maria, die flockt gerade drin und da nerv ich jetzt natürlich mit dem Geräusch. Weil leise ist der jetzt nicht unbedingt. Aber Power hat er. Ist cool. 4,5 Bar, perfekt. Das Schöne heute hier ist einfach, der Frühling geht los. Und gibt's schöneres Wetter, als den Wohnwagen ready zu machen? Wow, hätte ich Lust jetzt loszufahren. Egal wohin. So, sind wir mal beim Thema Geschirr. Wie macht ihr das bei der Abreise, wenn ihr früh noch was frühstückt? Schafft ihr das noch mit dem Aufwaschen oder schafft ihr das nie? Nehmt ihr das Besteck mit nach Hause oder wascht ihr das noch dort auf? Wir machen es tatsächlich unterschiedlich, so wie es eben gerade passt. Meistens haben wir bei der Abreise wirklich viel zu tun. Das bedeutet mit Männern filmen und drehen. Die merken einfach nie, wenn sie stören. Oh, Gott sei Dank. Also nochmal, wie macht ihr das mit dem Geschirr? Also wir haben es jetzt geschafft, das Geschirr doch noch aufzuwaschen am letzten Tag vom Frühstück. Und da wir ja sehr viele Personen sind, ist es wirklich viel. Das sind nicht nur 2 Teller und 2 Tassen. Und jetzt haben wir es aber so ins Auto gestellt, deswegen räume ich das jetzt erst in den Wohnwagen ein. Wir haben solche Campinggläser gekauft und mit denen bin ich eigentlich relativ zufrieden. So, dann haben wir Tassen, solche Campingtassen. Die sind auch super, außer dieser Deckel hier oben. Ja, was soll ich sagen, er geht halt ziemlich schwer drauf und rein. Es fehlt einfach ein größeres Luftloch hier hinten, dass man ordentlich trinken kann. Und das hat das definitiv nie. Also trinken aus diesen Bechern oben kannst du nie so gut, aber dass die Wärme einfach drinnen bleibt, passt. Für den Anfang reicht es mir vollkommen zu. Ich bin da sowieso nicht so anspruchsvoll. Wo ich aber anspruchsvoll bin, ist das Geschirr. So. Und ich habe mich wirklich fast Wochen, Monate lang damit beschäftigt, was ich jetzt für Geschirr für den Wohnwagen kaufen kann. Da ich mich nicht entscheiden konnte, und da geht es nie um die Farbe oder um die Form, es geht um das Material. Viele haben natürlich dieses Geschirr Melanin, was man in jedem Campingshop kaufen kann, aber da ist Formaldehyd drin und bei Wärme und Hitze kann Formaldehyd austreten und das ist einfach gesundheitsschädlich. Und heutzutage ist ja alles gesundheitsschädlich und deswegen achte ich schon drauf, dass wir vielleicht irgendwie versuchen, in dieser heutigen Welt gesund zu überleben. Deshalb habe ich jetzt erstmal diese ganz, ganz günstigen das Geschirrset gekauft. Das gab es bei Teddy. Das ist einfach ganz normales Plastikgeschirr. Aber erstens entstehen Kratzer hier drin. Hier sind Bakterien, die sich bilden können. Und es ist einfach günstig. Und das Plastik isst du ja dann irgendwann mit, wenn du es immer zerschneidest auf dem Teller. So, dann gibt es ja das Geschirr von Ikea, dieses ganz günstige Porzellan oder ich weiß gar nicht, was das ist, so halb Porzellangeschirr, was ganz, ganz dünn ist. Das haben ja auch einige in ihren Videos vorgestellt.
Bin ich aber trotzdem auch nicht zufrieden. Erstens finde ich es nicht ganz so hübsch und zweitens, ja, es ist einfach nicht schön. Ich möchte eigentlich gerne Akazienholzteller haben und Schüsseln und Salatschüsseln. Ich weiß, dass die relativ teuer sind und natürlich muss man auch bei der Behandlung mit achten, dass wir die ab und zu wieder versiegeln mit Leinöl. Diese Akazienholzteller sollten halt unbehandelt sein oder lebensmittelecht behandelt sein. Das ist mir alles schon bewusst. Die Frage an euch, wer von euch hat Akazienholzteller? Wo habt ihr die gekauft? Und wie seid ihr mit der Anwendung zufrieden? Das wäre einfach so ein Erfahrungsbericht, den ich gerne von euch gerne mal hören möchte. Weil die müssen so schnell wie möglich weg. Die sind zwar gut, die Schüsseln kann ich noch aufheben, aber diese Teller sind einfach auch gesundheitsgefährlich mit diesen ganzen Plastiksplittern, die man dann hier irgendwann isst und diese ganzen Bakterien, die sich in den Ritzen sammeln. Und Melanin will ich auf gar keinen Fall haben. Ich habe mit Formaldehyd in meinem früheren Beruf schon mal zusammengearbeitet und da weiß ich einiges darüber. Definitiv kommt das für mich nicht in Frage, gerade weil ich eine Verantwortung gegenüber den Kindern habe. Danke fürs Essen. Also das sind die geilsten Späße, die ich je gegessen habe. Du hast hier noch Speck mit reingemacht, oder? Das ist ja geil. Das ist ja gar keine Spätzle sind, aber ist nicht schlimm. Schupfnudeln. Das kommt nur davon, wenn man selber nicht kocht. Und Sauerkraut. Mega. Wieso Italien? Mit Italien haben wir eine ganz spezielle Verbindung, denn das war eigentlich unsere letzte große Reise mit unserem Zelt, bevor wir uns einen Wohnwagen geholt haben. Wir hatten damals einfach nur ein Zelt, wir hatten keinen Kühlschrank, wir hatten keine Lüftung, wir hatten nur diesen kleinen Kühlschrank mit diesem Ventilator Lüfter da drin, genau. ja. Ohne Kompressor. Ohne Kompressor. Die Butter ist uns eigentlich regelrecht weggelaufen und das war der Sommer, wo 38 Grad im Schatten waren. Also wirklich heiß. Es hat sich auch nachts überhaupt nie abgekühlt. Nee. Da wir eben Italien, den Süden schon lieben, schon alleine erstens wegen der Wärme und zweitens auch wegen der Mentalität. Weil hier in Deutschland die Mentalität hält ja tagsüber im Alltag ja überhaupt nicht mehr aus. Also da greifst du ja teilweise nur noch an den Kopf, weil hier alles voller Regeln ist, ob es in den Schulen ist, im Hort. Auf dem Campingplatz? Auf dem Campingplatz, Regeln, Regeln, Regeln. Es herrscht einfach keine Menschlichkeit mehr. Und da ich ja sowieso ein kleiner Rebell bin, finde ich Italien einfach anders. Auf jeden Fall sind wir bei der langen Reise, da wird es viele Zwischenstopps geben, sind wir froh, dass wir hier ein kleines Autarksystem drin haben, dass wir 3-4 Tage ohne Strom auskommen. Ja, es hat auf jeden Fall einen besonderen Stellenwert für uns, Italien, weil wir halt diese letzten Erfahrungen sammeln konnten im Zelt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mich allgemein auf Campingplätzen genervt hat, das war in Italien ähnlich. Du hast halt nie einen Platz in der ersten Reihe bekommen. Wenn du irgendwie mit dem Wohnmobil oder wenn du mit dem Wohnwagen angereist bist, dann hast du halt die Logenplätze bekommen, dann hast du vorne mehr Blick gehabt. Mit dem Zelt bist du halt irgendwo in den Wald abgeschoben worden und durftest du halt dann dort campen. Tatsächlich haben wir uns früher über die Wohnwagen und über die Wohnmobile aufgeregt, weil wir einfach vom Herzen immer noch Zelter sind. Wir haben es jahrelang gemacht. Es ist viel Arbeit, aber diese Priorität, dass man als Zelter immer so abgeschoben wird, ist einfach nicht schön. Warum wir uns dafür entschieden haben, auch einen Wohnwagen zu kaufen, ist eine lange Reise mit Kindern. Klar, über Nacht ist es möglich, aber wir werden definitiv Zwischenstopps machen. Und ein Zwischenstopp wird in Bayern sein, bei unseren Freunden, da mal zu schauen, wieder wie es läuft und sich zu sehen. Und dann geht es weiter, wahrscheinlich noch ein Zwischenstopp, entweder in Österreich oder wir fahren dann gleich nach Italien weiter. Das wissen ja viele nie, wir haben ja einige Jahre in Bayern gelebt. Genau. Und sind da noch ganz gut verwurzelt. Vernetzt. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Es wird ein mega cooles Abenteuer. Wir wissen noch nicht genau, wo wir hingehen. Also wir wollten, Pra della Torre waren wir ja schon am Wasser. Pra della Torre hat mir sehr gut gefallen, weil der Strand nicht so tief ist. Man ist relativ nah am Wasser.
Marina de Venezia ist mir einfach zu groß und zu überlaufen. Und wir haben jetzt den Tipp bekommen nach Union Lido. Aber Gardasee ist einfach ringsherum wunderschön. Klar, die Campingplätze sind auch besonders und der Strand ist auch nicht vorhanden. Das ist eher Steinstrand, aber ein Campingplatz hat Sand. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Vielleicht habt ihr ja Tipps, wo wir unbedingt mal hinfahren sollen. Wir haben nun mal Kinder, wir brauchen eventuell auch mal einen Pool mit drauf, ein bisschen Kinderanimationen und einfach einen wunderschönen Strand. Und wo wir einfach mit Wohnwagen sehr einfach für die erste Fahrt und gut hinkommen. Vielleicht habt ihr Tipps, was wir uns dann noch was wir uns ansehen könnten. Wir haben noch nichts gebucht, aber mal sehen, vielleicht entscheiden wir uns ja doch noch mal um. Auf jeden Fall denke ich, dass unser Wohnwagen das ein oder andere Upgrade für diese Reise höchstwahrscheinlich noch benötigt. Und auf einem Upgrade sitzt du auch direkt. Ja. Wir haben uns nämlich einen neuen coolen Tritt gekauft. Wir hatten vorher einen zusammenklappbaren von Vorbesitzer des Wohnwagens übernommen. Der war aber schon total verbeult jetzt mittlerweile. Und jetzt waren wir im Berger gewesen und haben uns überlegt, was für ein Tritt wäre für uns perfekt. Dieser Tritt von Berger, muss ich echt sagen, ist die Hälfte günstiger von den zusammenklappbaren Tritts. Ja, er nimmt natürlich im Wohnwagen ein bisschen Platz weg, aber man stellt ihn ja raus und wenn man im Wohnwagen unterwegs ist, stellt man ihn da rein. Dann ist er ultra leicht und er ist einfach zusammengeschweißt. Ne? Also da kann sich kein Kind das Finger einklemmen und er ist einfach dadurch ultra stabil. Zack, drauf und jedes Gewicht passt da drauf. Geschafft. Ja, Wohnwagen-Upgrades erfolgreich gemacht. Wir haben natürlich noch eine Menge mehr. Ich glaube, an so einem Wohnwagen hast du immer was zu tun. Ja. Das ist wie im Garten. Es gibt immer irgendwas, es geht immer irgendwas kaputt. Es gibt immer irgendwas, was verbessert werden muss. Teilweise, weil es nie richtig durchdacht ist. Teilweise, weil man einfach eine andere Idee hat. Wir freuen uns auf jeden Fall auf unser Abenteuer dieses Jahr, auf unsere Italienreise. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf diesen Reisen demnächst wieder begleitet. Und in diesem Sinne, Hauptsache weg.